In unserem 350er und im Rahmen von Swiss Senses wird man unsere Sitze in Business und First Class neu kühlen, aber auch heizen. Zusammen mit der Lufthansa sind wir hier Vorreiter und die ersten Airlines, die das so bei unseren Sitz einführen. Und heute treffen wir die Leute, die den Sitz entwickeln und auch das für uns jetzt aktuell produzieren. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Nico Zimmermann und ich freue mich mega darauf, heute den Thomas, den CEO von Keynova, kennenzulernen und einen Tag lang hinter die Kulissen schauen. Hoi Thomas. Ciao Nico. Freut mich mega, dass wir vorbeikommen. Ja, gerne. Schön seid ihr da, kommt rein. Ursi, erzähl mir doch ganz kurz, was hat dein Team für Komponenten entwickelt hier in diesem Sitz drin? Also wir haben etwas Weltneues entwickelt, nämlich das Heizen und Kühlen. Dass der Passagier sich auch wirklich wohlfühlen und seine eigene Umgebung gestalten, indem man einstellen kann, wenn es ihm zu kalt ist. Also ich bin eine, die immer friert, die gerne heizen tut. Oder halt für die Leute, die halt eher ein bisschen zu warm haben, die dann halt gerne kühlen tun. Und zudem haben wir auch noch ein sogenanntes pneumatisches System, also ein PCS-System, das wir auch entwickelt haben für den Sitz, wo du kannst dir einstellen, wie hart oder weich du dein Küssi willst haben. Zudem auch halt, dir kannst einen Schalensitz machen. Also so ein Contouring macht dir einen Schalensitz, damit du auch eine gewisse Stabilität hast, je nachdem wie im Sitzen. So kann jeder eigentlich sich seinen Sitz so einstellen, wie er das gerne hätte. Das ist jetzt also so ein Sitz, den wir dann bei uns in der Swiss Business haben. Genau. Aktuell noch mit dem Lufthansa-Bezug. Und in dieser Farbe wird dann unser Sitz sein. Genau. Sehr cool. Und jetzt hast du gesagt, du hast ihn schon mal aktiviert und schon mal vorgewärmt. Ja, sicher. Ja, du kannst mal Platz nehmen und mal testen. Hey, mega gerne. Ich bin mega gespannt, weil ich kenne es sonst ja nur vom Auto, logischerweise. Oh ja, das ist mega angenehm. Oha. Es ist wirklich mega angenehm. Und ich stelle mir jetzt vor, dass wenn ich jetzt da so 8 Stunden irgendwo herfliegen würde. Wäre nice. Und falls du es warm hast, könntest du auch das Kühlen einstellen. Willst du es gerade auch noch ausprobieren? Ja, mega gerne. Ja, es tut sich gerade etwas. Die meisten Leute merken es so ein bisschen zwischen den Beinen. Ja. Weil vor allem das Ganze ist ein passives Kühlen. Also es tut nicht dich die ganze Zeit aktiv anblasen, sondern es tut eigentlich wie die Luft von deinem Körper abziehen. Ja. Und durch das auch die Feuchtigkeit von deinem Körper abtransportieren. Okay, was dann einen angenehmen Cooling-Effekt hat. Ja. So hast du wirklich einen Cooling-Effekt, der dich nicht stören sollte auf einem langen Flug. Das ist noch spannend. Ja. Okay, krass. Und hinter uns steht ein Holzmodell, das uns schon die ganze Zeit ein bisschen anlacht. Was ist das für ein Modell? Das ist schon unser Modell, das wir an der Messe unser Heizen und Kühlen ausstellen. Aber da kann euch der Brand sicher mehr erzählen. We are standing right in front of quite a futuristic wooden model. What is it all about? This is our future that we're calling Sky Spa. And really it is born out of the automotive market. Would it be okay if I quickly jump in and try the seat? Absolutely, welcome aboard. Thank you so much. We're already at flight level 350. That's so nice. Okay, perfect. And what options would I have here inside? So if you want to just relax, maybe after you take off, before you eat, you would have a simple button on your screen that would go into a relax mode. And this would power up a slow massage to needle your back and also provide some nice heat and warmth to relax you. We've got active vents that are also coordinated with a scent diffuser. So depending on what mode you're in, we can prime you for sleep or prime you for excitement as you come out of sleep to wake up. No way. So this is what are the options? Things like to go to sleep, maybe something lavender infused, or waking up to the smell of coffee. Maybe the real one isn't there yet. And you know, the whole goal is to make sure that when you're coming out of sleep in the morning, that maybe the seat does a little bit of active awakening, so that the air hostess doesn't have to come over and shake you to life. Yeah. So nice. Thank you so much for your time. Absolutely. It's so incredible to see what products you are developing. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Jetzt gehen wir ins Herzstück von der Keynova, in die Produktion. Jetzt bin ich mega gespannt, an was gerade geschaffen wird. Ja, gehen wir mal schauen. Das ist unser Sitz? Genau, also das wow. geht in euren Sitz, in die Rückenlehne. Das hier ist die Heizmatte. Ja. Die wird dann angeschlossen an den Controller. Und der Sack hinten hier, das ist Fireblocker-Material.
Das verhindert, dass würde brennen, also das Ja. brennt nicht. Oh wow. Plus, es gibt auch noch einen Stichschutz, das Material. Dieser Sack hier, das ist für die Lüftung. Ja. Und jetzt überall so Löcher in Genau. der Plastikfolie drüber. Genau, die sind strategisch platziert, dass die Luft wirklich entlang von der Silhouette vom Passagier Spannend. abgesaugt wird. Ja. Der Eddy wird das dann assemblieren. Und Ja. das hier ist eine Pumpe-Ventilblock-Kombination. Das ist jetzt Ja. Pneumatik. Das steuert dann auch das Side-Sleeping-Feature an. Okay, ja. Dass, wenn das System detektiert, dass der Passagier auf der Seite liegt, dass die Blase Luft ablässt, für das die Schulter einsinken Ja. kann. Zudem habt ihr im Sitz auch eine Lordosenstütze. Ja. Und auf der Seite habt ihr noch sogenannte Side-Polsters, Ja. die vor allem beim Start und bei der Landung dem Passagier die Sicherheit geben, dass er gut gestützt ist seitlich. Okay, Ja, ja, weil spannend. Oder während Turbulenzen kann man die dann auch entsprechend aufblasen. Ja. Ich will das mal anschauen. Und das Ja. wird so draufgenäht in dem Fall? Das ist nicht geneigt, das wird gestickt, aber Gestickt, ja, das ja. ist richtig. Das ist ein Heizdraht, also ein Widerstandsdraht, der maschinell auf den Fireblocker Ja. aufgestickt wird. Mit dem Muster kann man sicherstellen, dass in gewissen Bereichen von der Fläche mehr Leistung Okay, ja. verfügbar ist. Das heisst, hier wird es tendenziell wärmer als im Bereich, wo Ja. es weniger Heizschlangen hat. Aber das ist natürlich alles sehr strategisch platziert Ja. und wird auch sehr wissenschaftlich berechnet. Thomas, da sind wir jetzt also bei euch im Lager rein. Genau, das ist unser Lager. Und hier werden wir dann auch Ersatzteile lagern für die neuen Swiss Sensors Sitze. Da hinten hat es die unterschiedlichsten Maschinen. Für was werden die verwendet? Ja, das sind unsere Testanlagen. Wir machen selber auch sehr viele Tests. Ah, okay. Das ist jetzt im Moment gerade nicht in Betrieb, aber das ist der Squirming Herman Test. Ja, Das ist was heisst das? ein Einsatz-Absatz-Test, der in 3 Achsen kann getestet werden kann. Und hier wird jedes Küssi, respektive auch jeder Bezug, wird getestet bis zu 100.000–150.000 Zyklen, wo man eigentlich das Einsetzen von einem Passagier Ja. simuliert. Und da jetzt, darf ich das mal führen? Absolut, ja. Und da hat es so Müsterli. Gut, das erkennt man jetzt, was das ist. Aber Genau. spannend. Also, Das ist ein Testviertel und dann legt man dann Jeanshosen an. Jeans sind auch immer gut zum Testen, weil sie halt auch entsprechend noch Nieten dran haben, wo wir halt müssen sicherstellen müssen, dass die Produkte auch das mögen verlieren. du hast mir da noch 2 Kartons parat gemacht. Was ist da in diesen Kartons drin? Genau, also das sind jetzt Swiss-Teile, die in A350 reingehen, pneumatische Luftküsse. Darf ich mal eins rausnehmen? Ja, So. gell? Ah, was? Das ist mega eindrücklich. Das kommt irgendwann in den Sitz rein. Ja, das Oh, wird wow. ja in A350 reingehen. Mega spannend. Also wirklich danke vielmals, haben wir da vorbeischauen. Es ist unfassbar spannend zu sehen, was es alles braucht, damit es am Schluss die Features in diesen Sitz gibt. Danke vielmals, dass wir Gerne, vorbeikommen. schön seid ihr vorbeigekommen Mach's gut. und macht es so gut mit eurem 350. Tschüss Thomas. Tschüss, Merci. Nico. Es war ein unglaublich eindrücklicher Tag hier bei Kenova, wo wir mal so ins Innenleben von einem Sitz reinschauen konnten und gesehen haben, wie komplex das Heating und Cooling kann sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon darauf, auf meinen nächsten Langstreckenflug, wenn ich dann das Feature mal ausprobieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen von der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.